Deutsch lernen durch Hören. Mit dem Auto verreisen. Laura und Marco wollen zusammen in den Urlaub fahren. Sie möchten nach Italien. Zum Radfahren ist die Strecke von Hannover aus zu weit. Außerdem müsste man über die Alpen. Das ist ihnen zu anstrengend. Man könnte mit dem Zug fahren, aber Laura möchte das nicht. Man kann dann nicht so viel Gepäck mitnehmen. Lauras Freundin Lisa hat ein Auto. Das würde sie ihnen für 2 Wochen leihen. Laura holt am Freitagmittag das Auto bei Lisa ab. »Bitte, Laura, sei mit dem alten Wagen vorsichtig. Er verbraucht viel Öl. Du musst das bei jedem Tanken kontrollieren.« Laura sagt ja und ist in Gedanken schon auf der Autobahn. Was Lisa sonst noch erklärt, hört sie nicht. Am Freitagabend geht es los. Im Kofferraum sind 3 Koffer von Laura und Marcos Reisetasche. Vorne im Fußraum steht die Kühltasche mit dem Proviant. Kaum sind sie aus Hannover heraus, bekommt Laura Hunger. »Das ist auf Reisen immer so«, sagt sie und isst ein belegtes Brötchen. Kurz vor Göttingen bemerkt sie die blinkende Tankanzeige. Es ist Zeit zum Tanken. Zum Glück erreichen sie gerade noch rechtzeitig die Tankstelle. Volltanken, weiterfahren. Laura hat ein komisches Gefühl. Irgendetwas war im Zusammenhang mit dem Tanken wichtig. Egal, es wird ihr wieder einfallen. Sie isst ein weiteres Brötchen. In der Nähe von Kassel fällt es Laura wieder ein, doch es ist zu spät. Man hätte das Öl kontrollieren sollen. Das Auto macht seltsame Geräusche. Sie schaffen es, ihn auf den Seitenstreifen zu fahren. Dann setzt der Motor ganz aus. Laura ist verzweifelt. Wie soll sie das Lisa erklären? »Ich sagte ja, nehmen wir den Zug.« Marco ist verärgert. Jetzt wird Lisa sauer sein und unser Urlaub ist auch im Eimer. Laura beißt unglücklich in das 3. Brötchen. Wenigstens haben wir genug zum Essen dabei.